Avengers Infinity War ist endlich in den Kinos angelaufen und wer meine Kritik dazu gesehen hat, der weiß, dass ich im Gegensatz zu allen Menschen um mich herum vom Film nicht gerade begeistert war. Deswegen haben auch viele in den Kommentaren ihren Dampf abgelassen, was jetzt nicht so cool war. Und wir mussten zum ersten Mal einen Kommentar löschen, weil mir jemand empfohlen hat, Selbstmord zu begehen. Auch nicht so cool. Und selbst unser Hund Alfie wurde als Schwuchtelköter bezeichnet. Auf jeden Fall sind sehr, sehr viele Nutzer anscheinend sehr besessen vom Film. Zum ersten Mal in diesem Jahr konnte auch ein Film am Startwochenende über 1 Million Leute in die Kinos treiben. Diese Zahl ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass das Kinowochenende zuvor kein einziger Film mehr als 100.000 Leute in die Kinos locken konnte. Das war ein trauriger Wert. Dieses Mal wurde der Wert halt allein von einem Film verzehnfacht. Das ist unglaublich. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Cinema News hier auf unserem Kanal Cinema Strikes Back. Es ist sowieso im Großen und Ganzen unfassbar. Seit 2015 sind Disney und Universal die einzigen Filmstudios, die Filme produziert haben, die über 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen eingenommen haben. Fast alle Filme zählen dabei zu irgendwelchen Filmuniversen oder Franchises oder Filmreihen oder was auch immer. Zoomania ist darunter der einzige Film mit einer eigenen Originalstory. Zu diesen zahlreichen Filmen, die allesamt wie gesagt Franchises sind, zu denen zählen die Star Wars Filme, Jurassic World und natürlich die ganzen Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe. Auch die letzten Filme der Fast and Furious Reihe zählen dazu. Die konnten in ihrer gesamten Kinolaufbahn über 5 Milliarden US-Dollar einnehmen. Da wundert es einen nicht, dass schon 3 weitere Filme in der Pipeline stehen. Doch jetzt gibt es noch einen obendrauf. Netflix hat nämlich eine Animationsserie bestellt, die im Fast and Furious Universum spielen soll. Dabei wird es um den Cousin der von Vin Diesel gespielten Figur Dom Toretto gehen. Wann die Serie aber auf Netflix erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Da gerät zuweilen in den Hintergrund, dass letzte Woche auch der Deutsche Filmpreis verliehen wurde. 3 Tage in Quiberon war der große Gewinner des Abends. Das Biopic über die Sissi-Darstellerin Romy Schneider wurde mit 7 verschiedenen Preisen ausgezeichnet, darunter auch die wichtigsten Preise: bester Film, beste Regie und beste Kamera. Die Lola Silber, also der zweitbeste Film des Abends, ging an Fatih Akins Drama Aus dem Nichts über eine Frau, die bei einem Bombenanschlag ihre Familie verliert und in eine Welt aus Exzessen abdriftet. Wer in den 90ern aufgewachsen ist oder in den 90ern bereits 60 war wie Marius, der wird vielleicht die ein oder andere Folge der Bill Cosby Show gesehen haben. Der Comedian Bill Cosby gilt als Kultstar, der von allen geliebt wird, zumindest bis vor einigen Jahren ans Licht kam, dass er zahlreiche Frauen gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt habe, und das über Jahrzehnte. So wurde Bill Cosby von einer Basketballerin namens Andrea Constant angeklagt. Cosby war in ihrem Team ein geschätzter Kurator. Sie habe ihn 2004 besucht, um Karrieretipps zu bekommen. 5 weitere Frauen sagten dann bei der Gerichtsverhandlung gegen Cosby aus. Nun wurde der mittlerweile 80-Jährige in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. So sei definitiv bewiesen, dass der ehemalige Star Andrea Constant unter Drogen gesetzt und vergewaltigt habe. Cosby nahm das Urteil ganz ruhig an. Dann sagte die Staatsanwaltschaft, dass der Comedian ein Privatflugzeug habe und akute Fluchtgefahr bestehe. Darauf hätte Cosby durch den gesamten Saal geschrien: „Er hat kein Flugzeug, du Arschloch!" Die MeToo-Welle hat also einen ersten Erfolg verbuchen können. Auch für den Comedian Louis C.K. kommt es jetzt ganz bitter. Auch er hat zugegeben, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben. Nun wurde er als Synchronsprecher in Pets 2 ausgetauscht. Die Hauptsprechrolle hat dafür nun Patton Oswalt bekommen. Den kennt man vor allem als Spence aus King of Queens. Das alles wurde in Gang gebracht, diese gesamte Welle, als herauskam, dass Filmmogul Harvey Weinstein über Jahrzehnte Frauen sexuell belästigt und zum Sex gedrängt habe. Weinstein sagte zu allen Anschuldigungen, dass die Story über sein Leben so gut klingen würde, dass er gerne die Filmrechte dazu kaufen würde. Kein Witz. Er wird diesen Film über sein Leben aber nicht produzieren. Stattdessen hat Hollywood-Star Brad Pitt nun beschlossen, über den Sexskandal einen Film zu produzieren. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden. Am 24. Mai startet das neue Star Wars Spin-off Solo, A Star Wars Story, in den deutschen Kinos. Wir haben in den letzten Wochen schon viel über Solo berichtet und sind schon sehr gespannt darauf, ob Han Solo ohne Harrison Ford irgendwie funktionieren kann. Ich bin sehr gespannt auf den Film. In einem Interview mit dem Esquire verriet der Han Solo Hauptdarsteller Alden Ehrenreich jetzt aus Versehen,
dass er Verträge für 3 Filme unterschrieben habe. Ob wir also nach dem neuen Star Wars Film noch weitere Solo-Filme sehen werden, klingt schon relativ realistisch. Letzten Endes werden aber wohl die Einnahmen an den Kinokassen entscheiden, ob wir Alden Ehrenreich noch in weiteren Star Wars Filmen sehen werden. Alle Science-Fiction-Fans haben Grund zur Freude. Im ersten Quartal des Jahres 2018 war kein Genre auf Netflix erfolgreicher als Sci-Fi, denn dazu zählen Serien wie Lost in Space, Altered Carbon und Filme wie The Cloverfield Paradox oder auch Mute, der ja sogar in Berlin spielt, und auch der Erfolg von 2017 Inhalten wie Stranger Things, Black Mirror oder zum Beispiel Bright zählen dazu. Genrefilm funktioniert einfach auf Netflix und nun möchte sich Netflix in zukünftigen Produktionen vor allem auf Sci-Fi und Fantasy konzentrieren. Über 29% der kommenden Netflix Originals seien aus dem Science-Fiction-Genre. Ich freue mich darüber sehr, denn dann wird uns auch der Inhalt für zukünftige Videos nicht ausgehen. Es gibt sogar Neuigkeiten zu einer heiß erwarteten Serie aus dem Fantasy-Bereich. Netflix arbeitet nämlich schon seit einiger Zeit an einer sehr, sehr teuren Serienadaption der Witcher-Romane, auf denen ja auch die sehr, sehr erfolgreiche Spielereihe basiert. Lauren Schmidt-Hissrich, die Drehbuchautorin und Produzentin der Serie, die stellte jetzt in Aussicht, dass die Serie im Jahr 2020 kommen wird und außerdem soll die erste Staffel 8 Folgen beinhalten. Netflix ist mittlerweile größer als Warner Bros. Und Sony und vor kurzem hat der Streamingdienst um ein Haar eine Kinokette in den USA gekauft. Letzten Endes sei der Preis zu hoch gewesen, aber das zeigt ja schon, was einer der nächsten Schritte des Streaming-Giganten sein könnte. Natürlich starten diese Woche auch wieder ein paar brandneue Filme in den deutschen Kinos, zum Beispiel der deutsche Thriller Gutland mit Frederik Lau. Darin geht es um einen Bankräuber, der nach einem Überfall in einem kleinen luxemburgischen Ort Unterschlupf sucht. Ich kann diese Woche aber vor allem No Way Out mit Josh Brolin, Miles Teller und Jeff Bridges empfehlen. Dazu kommt auch morgen eine Kritik. In No Way Out geht es nämlich um Feuerwehrmänner im US-Bundesstaat Arizona, die sich auf Waldbrände spezialisiert haben. Ich mochte den Film sehr. Und für alle Junggebliebenen startet diese Woche die Animationskomödie Sherlock Gnomes. Hier geht es um den Gartenzwergdetektiv Sherlock Gnomes, der nach verschwundenen Gartenzwergen sucht. Wem es gefällt, ist wahrscheinlich eher was für Kinder und für Jonas, aber ist ja auch vollkommen legitim. Selbstverständlich gibt es auch Neues aus der Serienwelt. Auf Netflix startet zum Beispiel Timeless. Darin geht es um einen kriminellen Ex-CIA-Agenten, der mithilfe einer Zeitmaschine den Lauf der Geschichte ändern möchte. Auf Pro7 Fun gibt es die volle Dröhnung DC. Da starten nämlich die 4. Staffel von Gotham, die 3. Staffel von Supergirl und die 4. Staffel von The Flash. Am Freitag startet auf Netflix aber noch eine andere Serie, nämlich die erste dänische Netflix-Originalserie The Rain. Das spielt in einem postapokalyptischen Skandinavien, in dem die Bevölkerung von einem Virus dahingerafft wurde, der über den Regen übertragen wird. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch die Serie anschauen werdet. Ich als alter Skandinavien-Fan freue mich tierisch drauf und werde sie auch gucken, sobald ich mit The Alienist durch bin. Und teilt uns gerne mal im Allgemeinen eure Meinungen zu allem mit. Wir diskutieren ja gerne mit. Und wenn ihr gerade voll im Marvel-Fieber steckt, dann checkt auch mal unser Special vom Samstag aus. Da sprachen wir über die nordische Mythologie und haben erklärt, was eigentlich hinter dem Donnerer Thor steckt. Das ist ein sehr interessantes Video, das ihr euch unbedingt mal angucken solltet. Und wenn ihr sowieso kein Video verpassen wollt, auch wenn ihr vielleicht nicht d'accord seid mit dem, was ich über Infinity War gesagt habe, dann abonniert unseren Kanal, das freut uns sehr, und macht die Glocke daneben an, um kein einziges Video zu verpassen von unserem Kanal. Hier, Cinema Strikes Back ist ein cooler Kanal, den solltet ihr unbedingt auf euren Zettel schreiben, weil wir cool sind. Also bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alpe.